Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass jeder das Wichtigste zu seinem Medikament weiß. Heute geht es um die Schlafmittel Zopiclon und Zolpidem. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich versuche mich kurz und knapp zu halten und bei dem Video wünsche ich viel Spaß. Die Wirkstoffe Zopiclon und Zolpidem werden zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen angewandt. Das heißt, eine Dauer von 2 Wochen sollte da nicht überschritten werden, weil es sonst zu Abhängigkeitssymptomen führen kann. Auch die Sturzgefahr ist ein wenig bei älteren Patienten zum Beispiel erhöht. Darauf gehe ich aber gleich auch noch kurz ein. Bei leichter Leber- und Niereninsuffizienz oder aber auch bei chronischen Atemwegsbeschwerden, auch bei älteren Patienten, da sollte, wenn möglich, immer mit der geringsten Dosis gearbeitet werden. Zopiclon und Zolpidem sind in 2 Wirkstärken im Handel, in einer geringeren und in einer höheren Dosierung. Und hierbei sollte dann immer die geringere Dosierung genommen werden. Die Wirkstoffe sollten kurz vor dem Schlafengehen eingenommen werden. Das bedeutet entweder beim Hinlegen oder so eine Viertel bis höchstens halbe Stunde vorher. Sie können die unabhängig vom Essen einnehmen. Das bedeutet, es ist ganz egal, ob Sie was gegessen haben oder nüchtern sind. Die Wirkstoffe Zopiclon und Zolpidem, die aktivieren bestimmte Rezeptoren in ihrem Körper, die sogenannten GABA-Rezeptoren. Dabei ist es so, dass diese GABA-Rezeptoren dämpfende Rezeptoren sind. Das bedeutet, dass die den ganzen Organismus so ein bisschen runterfahren und dämpfen. Das hat dann zur Folge diese beruhigende, schlafanstoßende Wirkung der Wirkstoffe. Sie wirken auch leicht muskelentspannend und auch krampflösend. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählt, dass es unter der Einnahme von Zopiclon und Zolpidem zu Schläfrigkeit am Morgen kommen kann, zu ein bisschen Benommenheit, eventuell auch zu Schwindel. Das bedeutet, zwischen der Einnahme der Tablette und dem Bedienen von Maschinen oder Autofahren sollten Minimum 8 Stunden Abstand auf jeden Fall sein, dass man davon ausgehen kann, dass der Wirkstoff schon gut genug abgebaut ist. Wenn Sie mit den Schlafmitteln anfangen, ist es wichtig, dass Sie darauf achten, wie Sie am nächsten Morgen darauf reagieren. Auch wenn die Einnahme dann schon 10 Stunden her ist, kann es manchmal sein, dass man doch noch mit diesen Symptomen reagiert. Und dann sollte man natürlich nicht Auto fahren oder an Maschinen arbeiten. Wenn Sie aber merken, dass das bei Ihnen soweit alles in Ordnung ist und Sie diese Nebenwirkungen dann nicht haben, dann ist das wie gewohnt möglich. Seien Sie aber trotzdem etwas sensibel drauf. Unter dem Wirkstoff Zopiclon kann es zu einem metallischen Geschmack im Mund kommen. Das betrifft wirklich etwa jeden 10. im Durchschnitt Minimum. Wenn das bei Ihnen so der Fall ist und Ihnen das ganz unangenehm ist, sprechen Sie Ihren Arzt drauf an, weil das Zolpidem wiederum diese Nebenwirkung nicht hat. Kurz zum Unterschied Zolpidem und Zopiclon. Zolpidem wird einfach schneller im Körper abgebaut als das Zopiclon. Das bedeutet, wenn Sie unter Einschlafstörungen leiden, dann sprechen Sie mit Ihrem Arzt bitte darüber, ob er vielleicht den Wirkstoff Zolpidem wählen kann, weil der schneller abgebaut ist, wodurch Sie dann am nächsten Morgen nicht eventuell ein bisschen Müdigkeit verspüren. Wenn Sie aber Durchschlafstörungen haben, dann wäre wiederum Zopiclon ein wenig mehr zu empfehlen, weil der Wirkstoff wiederum nicht ganz so schnell abgebaut wird wie das Zolpidem. Häufig kann es auch zu Magen-Darm-Störungen kommen, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen. Wichtig zu erwähnen ist, dass es auch zu sogenannten paradoxen Symptomen kommen kann. Das bedeutet, die Wirkstoffe erreichen genau das Gegenteil von dem, was sie erwarten. Also es kann zu einer inneren Unruhe kommen, es kann zu einer Verwirrtheit, zu einer Reizbarkeit kommen, aber auch zu Wahnvorstellungen, zu Halluzinationen. Das ist alles sehr selten der Fall. Trotzdem möchte ich es hier kurz erwähnen. Es kann auch zu einer sogenannten anterograden Amnesie kommen. Dabei ist es so, dass Ereignisse und Erfahrungen nicht richtig verarbeitet werden. Das tritt besonders kurz nach der Einnahme ein. Das heißt, dass man sicherstellen sollte, dass eine Schlafdauer von 7 bis 8 Stunden gegeben sein sollte, dass man diese Nebenwirkung, wenn sie so ganz leicht auftreten würde, dann überschläft. Es kann unter der Einnahme von Zopiclon und Zolpidem zu einer Toleranzentwicklung kommen. In der Regel ist das nicht in den ersten 4 Wochen gegeben,
aber darüber hinaus, das heißt, der Wirkstoff kann nach einer bestimmten Zeit irgendwann nicht mehr so voll wirksam sein. Zusätzlich kann man dann dadurch auch in Abhängigkeitssymptome rutschen, die dann meistens nicht erkannt werden, weil an der Medikation nichts geändert worden ist, aber der Patient plötzlich sich trotzdem irgendwie seltsam verhält. Zum Thema Abhängigkeit und Abhängigkeitssymptome, da empfehle ich Ihnen mein ausführliches Video zu Zopiclon, Zolpidem intensiv. Da gehe ich ganz intensiv auf die ganzen Dinge ein und lege Ihnen das auch wirklich ans Herz, weil es viele Dinge sind, die man einfach als Patient selber oder Angehöriger oder auch Pfleger wissen sollte, die manchmal nicht sofort in Zusammenhang mit den Schlafmitteln gebracht werden. Dort gehe ich auch auf das Thema Rebound ein. Es gibt ein sogenanntes Rebound-Phänomen bei den Schlafmitteln Zopiclon und Zolpidem. Das äußert sich darin, dass die Schlafmittel abgesetzt werden und es zu einem Wiederauftreten der Symptome kommt, die man eigentlich behandelt haben will, sprich Schlaflosigkeit, innere Unruhe. Manchmal ist das dann auch gepaart mit Stimmungsschwankungen oder auch mit Angstgefühlen. Auch darauf gehe ich in meinem Video aus der intensiven Reihe genauer drauf ein. Bei den Wechselwirkungen sind besonders die Wechselwirkungen zu nennen, die auch zum Sturz führen können, natürlich gerade bei älteren Patienten. Einmal sollte während der Einnahme dieser Z-Substanzen das Alkoholtrinken gemieden werden, da es dadurch zu einer verstärkten sedierenden Wirkung kommen kann, die man dann nicht mehr richtig unter Kontrolle hat. Die gleichzeitige Einnahme von anderen Substanzen wie Neuroleptika oder Antidepressiva oder aber auch angstlösende Mittel, Antiepileptika, auch so Antihistaminika, die sedierend wirken, die können auch alle zu einer verstärkten Wirkung führen. Die gleichzeitige Einnahme ist nicht unüblich, aber auch da sollte man ganz sensibel darauf sein, weil es auch da das Sturzrisiko erhöht und man da schauen sollte, gerade bei älteren Patienten, dass einer dieser Wirkstoffe, wenn möglich, ein bisschen runtergefahren wird, zusammen mit dem Arzt, damit dieses Risiko dann auch runtergefahren wird. Genauso kann auch die gleichzeitige Einnahme von Muskelrelaxantien, das sind Wirkstoffe, die die Muskulatur entspannen, dazu führen, dass das Sturzrisiko erhöht wird, weil auch das Zopiclon und Zolpidem, wie gesagt, muskelentspannend wirken kann in einem geringen Maße. Die gleichzeitige Anwendung der Schlafmittel mit sogenannten Opioiden, das sind starke Schmerzmittel, die kann zu einer verstärkten Sedierung, also Beruhigung führen, aber auch zu einer Atemdepression. Diese Atemdepression, die äußert sich in einer herabgesetzten Atmung, in einer abgeflachten Atmung, manchmal in Kurzatmigkeit oder auch in Luftnot. Das ist eine recht gefürchtete Nebenwirkung und wenn möglich sollte die gleichzeitige Einnahme dieser Schlafmittel und dieser stark wirksamen Schmerzmittel der Opioide gemieden werden. Die beiden Wirkstoffe können durch andere Arzneimittel in ihrer Wirkung verstärkt oder abgeschwächt werden. Abschwächend auf die Wirkstoffe Zopiclon und Zolpidem können bestimmte Antiepileptika wirken, genauso wie auch das Johanniskraut. Das führt dann dazu, dass die Schlafmittel nicht so gut wirksam sind. Andere Wirkstoffe, die können dazu führen, dass Zopiclon und Zolpidem weniger abgebaut werden. Das heißt, sie sind dann stärker im Blut vertreten und wirken dadurch auch stärker oder auch länger. Und dazu gehören zum Beispiel die Makrolit-Antibiotika oder auch die Azole oder aber auch Grapefruitsaft. Auf all diese Dinge gehe ich dann genau in meinem Video Zopiclon, Zolpidem intensiv ein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video Ihr Zopiclon oder Zolpidem ein wenig näher bringen und schon einige Fragen beantworten. Wenn Sie etwas tiefer einsteigen möchten und noch etwas umfassendere Dinge über die Wirkstoffe wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen mein Video aus der intensiven Reihe Zopiclon, Zolpidem intensiv. Da gehe ich auf einige Aspekte mehr noch drauf ein, von denen ich auch denke, dass es für Sie wichtig wäre, das zu wissen. Ansonsten freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben, wenn Ihnen gefällt, was ich mache, oder abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal, weil ich in Zukunft vorhabe, noch mehr dieser Videos hier online zu setzen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie gesund bleiben und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!